Habt ihr schon von der Insel gehört, auf der einfach Tonnen von Gold vergraben sind? Piraten haben dort über Jahrhunderte Schätze versteckt und jetzt versuchen sie, sie zu bergen. Ich werde euch die Geschichte von Oak Island erzählen, von unterirdischen Tunneln bis zu Flüchen. Oak Island wäre unbemerkt geblieben, wenn nicht die Geschichte über die Schatzsuche. Aber lass uns der Reihe nach vorgehen. Die Oak Island ist ein bescheidener Flecken Erde, der unbemerkt geblieben wäre, wenn nicht die geheimnisvolle Geschichte über die Schatzsuche und die gebrochenen Schicksale wäre. Diese Geschichte begann im Sommer 1795, als Daniel MC Guinness ungewöhnliche Lichter über der unbewohnten Insel sah. Da Nova Scotia oft als Piratenversteck diente, vermutete Daniel, dass die Lichter Fackeln sein könnten. Er dachte, Piraten könnten die Insel gewählt haben, um ihre Schätze zu verstecken. Das war damals normal. Er kam nicht umhin zu denken, dass die Piraten vielleicht diese abgelegene Insel gewählt hatten, um ihre Schätze vor neugierigen Blicken zu verstecken. Piraten versteckten Schätze wie heutige Offshore-Konten. Wenn die Banditen jetzt Offshore-Firmen haben, dann gab es in Wüstengebieten geheime Schätze. Manche Piraten könnten über Generationen hinweg Schätze auf derselben Insel lagern. Können Sie sich vorstellen, wie viel Gold dort sein könnte? Entschlossen, Piratenschätze zu finden, brach Daniel am Morgen zur Insel auf. Dort fanden sie ein Loch. Als der Morgen anbrach, machte er sich zusammen mit seinen beiden Freunden, Anthony Vaughan und John Smith, auf zur Expedition zur Insel. Als sie auf der Insel ankamen, stießen die Forscher bald auf ein vergrabenes Loch unter einer der Reichen. Das Loch hatte eine runde Form und sah aus wie der Eingang zu einer Mine oder einem alten Brunnen. Ohne eine Minute zu verlieren, begann die Gruppe mit den Ausgrabungen. Ihre Bemühungen wurden belohnt, als ihre Schaufeln in etwa 3 Metern Tiefe auf Holzplanken stießen. Doch nachdem Holzschichten durchbrochen waren, öffnete sich ein Gang, der in die Ungewissheit führte. Unklar, was sie erwarten könnte, und die Jungs hatten Angst. Keine Treppe oder Stufen, nur Dunkelheit. Es ist nicht bekannt, was unten auf sie warten könnte, und die Jungs hatten einfach Angst. Wie ihr euch vorstellen könnt, lässt das Verlangen, einfach so reich zu werden, nicht nach. Als Daniel MC Guinness, Anthony Vaughan und John Smith jung waren, schienen ihre Schatzsuchen auf Oak Island für ihre Eltern nur ein kindlicher Spaß zu sein. Und sie fanden dieses gefährliche und dumme Abenteuer nicht gut. Doch alles änderte sich, als die Jungs älter wurden. Und sie fanden dieses gefährliche und dumme Abenteuer nicht gut. Doch alles änderte sich, als die Jungs älter wurden. Am Ende des 19. Jahrhunderts, bereits im reifen Alter und mit genügend Zeit, Mitteln und den nötigen Werkzeugen, kehrten sie mit festem Entschluss zurück nach Oak, um das Begonnene zu vollenden. Mit ihren neuen Kameraden, dem pensionierten Marinekapitän Joe Sellers, nahmen sie die Ausgrabungen wieder auf. Die Untersuchungen gingen bis 28 Meter unter die Erde, wo das Team auf unerwartete Artefakte stieß. In jedem Abschnitt des Schachts fanden sie künstliche Decke, Kohle, Spachtelmasse und einen Kokosnussschwamm, der auf mysteriöse Weise dort landete, wo keine Kokospalmen wachsen. Der geheimnisvollste Fund war ein flacher Stein mit unverständlichen Symbolen, die an alte Schriften erinnerten. Was dort geschrieben stand, konnte nie entschlüsselt werden, aber es deutete darauf hin, dass wichtige Artefakte verborgen sein könnten. Der geheimnisvollste Fund war jedoch ein flacher, rechteckiger Stein mit unverständlichen Symbolen, die an alte Schriften erinnerten. Es war nicht möglich, die geheimnisvolle Inschrift darüber zu entziffern, aber sie bestätigte, dass wichtige Artefakte unter der Erde versteckt sein könnten. Die Untersuchung ging weiter, und als das Team schließlich den Stein erreichte, begann Wasser in den Schacht einzudringen. Mit Hilfe von Stangen entdeckten die Freunde sogar einen Gegenstand, der ein Schatzthron sein könnte. Aber wegen der einbrechenden Nacht verschoben sie die Fortsetzung auf den nächsten Tag. Mit Hilfe von Stangen entdeckten die Freunde sogar einen Gegenstand, der ein Schatzthron sein könnte. Aber wegen der einbrechenden Nacht verschoben sie die Fortsetzung auf den nächsten Tag. Diese Entscheidung endete in einer Katastrophe. Bis zum Morgen war der Schacht halb überflutet und alle Versuche, das Wasser abzupumpen, blieben erfolglos. Je mehr Zeit verging, desto mehr Gerüchte verbreiteten sich in der Umgebung. 50 Jahre nach den ersten Ausgrabungen weckten die Geräusche von Schaufeln die jahrhundertealten Eichen der Oak Island wieder auf. Alles begann ganz zufällig, als 2 Bewohner des kleinen Städtchens Truro, die beschlossen hatten, die geheimnisvolle Insel zu besuchen, auf eine Hütte stießen, in der das Tagebuch des Landlords Joe Sellers auf wundersame Weise erhalten geblieben war. Darin waren die vorherigen Versuche, den Schatz zu finden, detailliert beschrieben, was eine neue Gruppe von Enthusiasten inspirierte, das Begonnene fortzusetzen. Ohne Zeit zu verlieren, begann das neue Team von Schatzsuchern mit der Erkundungsbohrung des Schachts.
Alles lief glatt, bis sie in 29 Metern Tiefe auf ein unerwartetes Hindernis stießen. Als die Bohrmaschine herausgezogen wurde, bemerkte jemand unter dem Erdreich und den Holzsplittern die da einer goldenen Kette. Der Fund stärkte das Vertrauen des Teams, dass sich am Grund des Schachts wirklich etwas Wertvolles verbirgt. Könnt ihr euch ihr Glück vorstellen? Gleichzeitig geschah ein weiteres wichtiges Ereignis. Professor James Leitch von der Dalhousie Universität erklärte, dass es ihm gelungen sei, die seit langem gefundenen Inschriften auf dem Stein zu entschlüsseln. Laut seinen Worten besagte die Inschrift, dass 2 Millionen Pfund 12 Meter tiefer vergraben sind. Und ja, damals waren damit Goldmünzen gemeint. Diese Nachricht motivierte die Schatzsucher noch mehr, die ungeschickt und hastig begannen, das Wasser aus dem Schacht abzupumpen, was leider zu einer noch größeren Überflutung und einem Einsturz führte. Doch dieser Vorfall hielt die Schatzsuche nicht auf. Als die Nachrichten über die Geldmine die Presse erreichten, brach ein echtes Schatzsucherwahnsinn aus. Die Ork Island wurde buchstäblich von Abenteuersuchenden überrannt, darunter sogar der zukünftige Präsident der USA, Franklin Roosevelt. Er hat persönlich beträchtliche Mittel in die Schatzsuche auf der Insel investiert. Aber trotz aller Anstrengungen und Investitionen konnte er den Schatz nicht erreichen. Was geschah dann? In den letzten 150 Jahren hat sich die Ork Island zu einem echten Eldorado für Schatzsucher entwickelt. Die Arbeiten zur Schatzsuche wechselten sich ständig ab und jede neue Expedition brachte immer modernere Technologien mit sich. Schaufeln und Pickel wurden von Baggern abgelöst, die die Landschaft der Insel radikal veränderten. Funde ungewöhnlicher. Axt, Ankerteil, Pickel gefunden. Keine Sensation. In einer Tiefe von 38 bis 39 Metern wurden Gegenstände wie eine Axt, ein Teil eines Ankers und eine Spitzhacke entdeckt, wobei letztere, den Markierungen nach zu urteilen, in Cornwall hergestellt wurde. Angesichts der Zahl der auf der Insel durchgeführten Expeditionen kann man das kaum als Sensation bezeichnen. In 40 Metern stießen die Schatzsucher auf einen Stein in ungewöhnlicher herzförmiger Form. Noch tiefer, in 48 Metern Tiefe, gruben sie eine in einer Steinjacke versteckte Eichentruhe aus, die aber leider leer war. In 51 Metern Tiefe wurde ein Eisenblatt gefunden. 1971 hieß Blenkinsop eine Kamera in eine unterwasserleere Stelle ab. Diese Höhle enthielt etwas Erstaunliches. Aber der beängstigendste Fund wurde 1971 gemacht, als der Schatzsucher Daniel Blenkinsop eine tragbare Kamera an einem Seil in die unterwasserleere Stelle abließ, die sich von der Hauptgeldmine abzweigte. Die leere Ruderhöhle, die offensichtlich künstlichen Ursprungs war, enthielt etwas Erstaunliches. Was und neben der Kamera schwamm eine seltsame menschliche Hand. Leider wurde dieser Moment nicht aufgezeichnet, lässt Raum für zahlreiche Annahmen und Vermutungen. Ich kann mir vorstellen, wie sehr die Teilnehmer der Expeditionen erschrocken waren. Und das nicht ohne Grund. Es ist unklar, wann genau die Geldmine auf Ork Island ihren Spitznamen, die Verfluchte, erhielt. Aber mit der Zeit hat sich dieser Begriff ernsthaft und langfristig etabliert. Zahlreiche Versuche, hier einen Schatz zu finden, brachten nicht nur Enttäuschungen, sondern auch echte Tragödien. Berühmtheiten wie Franklin Roosevelt und der Forscher Daniel Blenkinsop haben beträchtliche Mittel ausgegeben und sind mit leeren Händen von der Insel gegangen. Aber für einige waren die Folgen noch trauriger. Laut den neuesten Informationen haben bei der Jagd nach dem legendären Schatz mindestens 6 Menschen ihr Leben verloren. Einige ertranken, andere kamen bei Erdrutschen ums Leben oder wurden Opfer von Sumpfgas, das an solchen Orten häufig vorkommt. Noch etwa 100 erlitten verschiedene Verletzungen. Und mehrere Schatzsucher blieben für immer behindert. Die Mine forderte Leben, aber die Schätze gab sie nicht her. Dennoch, trotz der Gefahren und des Fluchs, werden die Suchen nicht eingestellt. Interessanterweise tauchten im Laufe der Zeit Menschen in der Nähe der verfluchten Mine auf und begannen, in dieser Suche ihren eigenen Nutzen zu finden. Hellseher und Zauberer bieten ihre Dienste an. Naive Schatzsucher ernten weiterhin Früchte aus diesem mystischen Ort und festigen seinen Ruf als verfluchte Mine. Die lokalen Legenden und Gerüchte über die finsteren Kräfte, die in den Tiefen der Mine verborgen sind, tragen nur zur düsteren Berühmtheit der Insel bei. Aber selbst das hält diejenigen nicht auf, die davon träumen, die Schätze zu finden und das Rätsel von Ork Island zu lösen. Und was ist jetzt? Aber selbst das hält diejenigen nicht auf, die davon träumen, die Schätze zu finden und das Rätsel von Ork Island zu lösen.
Und was ist jetzt? Die Technologien sind schließlich deutlich vorangeschritten. Die heutige Geldmine auf Ort Island ist bis auf 58 Meter vertieft, was deutlich mehr ist als die 12 Meter, die in der mysteriösen Inschrift auf dem Stein erwähnt werden. Trotzdem wurde der Schatz nie gefunden. Aber das hält die neuen Abenteuersucher nicht auf. Die Brüder Vic und Marty Lagina haben die Suche nach diesem geheimnisvollen Schatz wieder aufgenommen. Und ihre Bemühungen wurden zur Grundlage für die beliebte Dokumentarserie Das Fluch der Roag Island, die auf dem Sender History ausgestrahlt wird. In den letzten 10 Jahren hat die Serie viele interessante Funde enthüllt und echte Fortschritte bei den Suchen gezeigt. Eine der wichtigen Entdeckungen war ein Brunnen, der auf das Jahr 1735 datiert wird, also mehrere Jahrzehnte vor der offiziellen Eröffnung der Geldmine. Die Wasseranalysen zeigten einen hohen Goldgehalt. Außerdem wurden Spuren von Gold in Holzproben gefunden, was die Annahme über das Vorhandensein eines Schatzes unterstützt. Aber das ist noch nicht alles. In der Gegend von Smiths Cove wurden einzigartige Artefakte entdeckt, darunter ein bleiernes Kreuz, das auf das 14. Jahrhundert datiert wird und mit Südfrankreich in Verbindung steht. Das unterstützt die Theorie über die Verbindungen der Insel zu den Temperitern, die diese Insel möglicherweise schon vor den Piraten als Versteck genutzt haben. Es wurden auch Kokosfasern und ein künstliches Entwässerungssystem gefunden, das wahrscheinlich zum Schutz der Schätze vor Wasser geschaffen wurde. Unter den anderen bemerkenswerten Funden befindet sich ein hölzernes Zaun, ein Teil eines alten Docks, das über 300 Jahre alt ist, und ein chinesischer Münztoken, der auf mehr als 1300 Jahre datiert wird. Diese Funde deuten auf internationale Verbindungen der alten Bewohner der Insel hin. Diese Entdeckungen werfen nicht nur neue Rätsel auf, sondern ziehen auch immer mehr Forscher an, die die Geheimnisse von Org lüften wollen. Und hier ist noch ein weiterer seltsamer und beängstigender Fund. Die Genehmigung des Gerichts für das Geschäft. In der 5. Staffel der Serie, Das Fluch der Roag Island, wurden in einer der Minen in etwa 50 Metern tiefe Knochenfragmente gefunden. Die Untersuchung hat ergeben, dass ein Knochen einem Menschen mit nahöstlichen Wurzeln gehörte, während der andere europäischer Herkunft war. Diese Funde haben eine Menge Fragen aufgeworfen. Wie konnten die Knochen in so großer Tiefe landen? Wer sind diese Leute? Und wie sind sie mit dem möglichen Schatz verbunden? Und nein, das sind keine frischen Goldsucher, sondern Menschen, die mehrere hundert Jahre im Boden gelegen haben. Das Seltsamste ist, dass sich herausstellte, dass die Knochen für ihr Alter zu gut erhalten waren, was noch mehr Rätsel aufwirft. Wie konnten sie so lange in so großer Tiefe im Schacht bleiben und in so einem Zustand sein? Diese Entdeckungen deuten darauf hin, dass auf Ort Island etwas Unheimlicheres als nur eine Schatzsuche im Gange war. Dieser Fund wirft eine Menge Theorien auf. Die Insel war ein Schatzversteck und mit Ritualen oder Konflikten verbunden. Einige glauben, dass dort Opfer stattfanden, was die Knochen erklärt. Org Island bewahrt seine Geheimnisse. Einige vermuten sogar, dass auf der Insel Menschenopfer oder geheime Rituale stattgefunden haben könnten, was die Anwesenheit von Knochen von Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt erklären würde. Org Island bewahrt weiterhin seine dunklen Geheimnisse. Und jede neue Entdeckung verstärkt nur seinen Ruf als einen der mystischsten und geheimnisvollsten Orte der Erde. Wisst ihr, was die Einheimischen sagen, die in der Nähe wohnen? Über Ort Island gibt es eine Legende von einem geheimnisvollen Geist, der seit Jahrhunderten Abenteurer und Schatzsucher anlockt, und niemand kann die Insel ohne seine Spur verlassen. Laut der Legende lebte vor den ersten Kolonisten eine alte Zivilisation auf der Insel, die ihre Schätze tief vergrub. Um sie zu schützen, beschworen sie einen Geist, der die Insel vor Eindringlingen bewachen sollte. Seitdem kämpfen Schatzsucher, die das Geheimnis des Geldbrunnens lösen wollen, mit unerklärlichen Phänomenen. Berichte erzählen von Schatzsuchern, die in ihren Ausgrabungen verloren gehen oder Rückschläge erleben, wie plötzliche Einstürze oder Ausfälle der Ausrüstung. Die Luft um die Insel ist oft von Unruhe erfüllt, als würde die Insel selbst warnen: Fass meinen Schatz nicht an. Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass Suchende sich bei ihren eigenen Ausgrabungen häufig verirren oder unerwartete Rückschläge erleiden, von plötzlichen Mineneinstürzen bis hin zu unerwarteten Geräteausfällen. In der Luft um die Insel herum liegt oft ein Gefühl der Unruhe, als würde die Insel selbst warnen: Fass mein Schatz nicht an. Besonders berühmt ist die Geschichte zweier Brüder, die im 19. Jahrhundert auf die Insel gingen, um Gold zu finden.
Einer von ihnen behauptete, während der Ausgrabungen Stimmen gehört zu haben, die ihm zuflüsterten: Hör auf, solange es noch nicht zu spät ist. Am nächsten Morgen verschwand sein Partner spurlos und keine einzige Expedition konnte ihn finden. Entsetzt verließ der Bruder die Insel, überzeugt davon, dass der Geist der Insel ihn als Warnung für alle anderen in die Welt der Toten entführt hatte. Man sagt, dass man später seine Hand unter Wasser gesehen hat. Seitdem fühlen Schatzsucher eine Anziehung zur Insel. Die Einheimischen glauben, der Geist der Insel lockt Suchende in eine Falle. Besucher berichten von Träumen und Visionen, die bahnen. Die Einheimischen sind jedoch überzeugt, dass der Geist der Insel mit ihrem Verlangen nach Reichtum spielt und immer neue Schatzsucher in eine Falle lockt, aus der es kein Entkommen gibt. Diejenigen, die es gewagt haben, die Insel zu betreten, berichten von seltsamen Träumen und Visionen, die Katastrophen vorhersagen oder vor drohenden Gefahren warnen. Aber es gibt auch einen alternativen Blick auf die ganze Geschichte. Einige Wissenschaftler nennen Ort Island die Insel der Mystifikationen. Darum. Tatsächlich gibt es bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Aktivitäten der Nova Scotia-Expedition und der Onslow Company erstmals dokumentiert wurden, keine direkten Beweise für den Beginn der Ausgrabungen auf der Insel. Die Geschichten aus dem 19. Jahrhundert basieren oft nur auf den Aussagen von Leuten, die behaupteten, an der Schatzsuche beteiligt gewesen zu sein. Einfach Mythen und Haarfülllegenden, die keinerlei Beweise haben. Die Situation wird komplizierter, da viele glauben, dass die Glieder der Kette, die angeblich auf der Insel gefunden wurden, von den Gräbern platziert wurden, um zukünftige Expeditionen zu finanzieren. Der Stein erwähnt und datiert wurde 1862 registriert. Weder der Stein noch die Inschriften wurden skizziert oder fotografiert, und alle modernen Übersetzungen stammen von dort. Weder der Stein noch die Inschriften darauf wurden bis 1949 skizziert oder fotografiert, und genau dorther stammen alle modernen Übersetzungen. Christina Downs, Doktorandin und Chefredakteurin der Zeitschrift für Folkloreforschung an der Universität Indiana, ruft dazu auf, skeptisch gegenüber der Legende des Fluchs der Insel zu sein. Sie merkt an, dass Geschichten über Flüche und geheimnisvolle Codes oft verwendet werden, um unbegründeten Behauptungen mehr Gewicht zu verleihen. Downs behauptet, dass viele Geschichten über Schätze eine gemeinsame Struktur haben. Der Schatz geht verloren, die Geschichte wiederholt sich als Fakt, und die Schwierigkeit bei seiner Suche dient als bestätigende Formel, die der Legende hinzugefügt wird, um ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Trotz des Fehlens von Beweisen für die Existenz eines Fluchs spielt die Legende selbst weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Verringerung der Zahl der Goldsucher. Viele haben wirklich Angst, in dieser Mine rumzukommen. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Wird es am Ende gelingen, an das Gold zu kommen? Denn die Proben zeigen, dass da wirklich viel Gold ist. Schreibt in die Kommentare, ich lese sie mir gerne durch, und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ja, wenn ihr interessante Geschichten mögt, gut Skripte schreiben könnt, Videos schneiden oder vertonen könnt, dann geht zum Telegram-Bot über den Link in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, mit euch zusammenzuarbeiten. Danke fürs Zuschauen, Freunde.